Tja, unser Herbsturlaub 2023 ist jetzt schon wieder Geschichte seit gestern. Wir waren eine Woche unterwegs mit unserem Nugget und mit, wie ihr hier seht, mit einem anderen Fahrzeug noch dazu, nämlich mit einem Wohnanhänger. Wir haben uns für den Urlaub entschieden, noch zusätzlich einen Wohnanhänger zu mieten, denn unser Sohn war mit seiner Freundin mit dabei im Urlaub und von daher dachten wir, es sind noch zwei erwachsene Personen, die frisch verliebt sind. Und das wäre mit Sicherheit nicht so toll, wenn wir alle zusammen zu viert in einem Nugget schlafen würden. Zumal Trixie und ich nicht unbedingt leise Schläfer sind. Wir brauchen manchmal auch schon gegenseitig selber Ohrstöpsel. Es wäre auf jeden Fall für die beiden nicht so schön gewesen, in dem engen Wagen mit uns zusammen in Urlaub zu fahren. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen Wohnwagen zu mieten. Einen kleinen, den wir dann hinten an unseren Ernie und unseren Nugget dranhängen und mit dem wir dann zusammen in den Schwarzwald fahren. Und das haben wir dann auch getan. Und ich wollte euch jetzt in diesem Video ein bisschen davon berichten, wie es uns denn so im Urlaub ergangen ist und vor allen Dingen, wie denn so dieser Wohnwagen am Nugget sich verhalten hat, beziehungsweise wie der Nugget sich mit dem Wohnwagen verhalten hat. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran und schaut weiter nach dem Intro. Vielen Dank, bis gleich. So, wir fahren los bei Mistwetter hier in Lüneburg. Anna fährt mit uns mit. Ja. Tobi fährt auch mit uns mit. Nö. Aber das Blöde ist, sie dürfen leider nicht fahren. Diesmal, weil wir nämlich einen Wohnanhänger dran haben. Der ist dann auf dem Campingplatz für Anna und Tobi. Das ist ein kleiner Weinsberg Caravan 390 QD. Also der kleinste, den sie bei dem Wohnmobilvermieter oder Wohnwagenvermieter hatten. Aber ist eine angenehme Größe innen, schön ausgestattet. Ich werde mal im Laufe des Urlaubs euch vielleicht mal so eine kleine Roomtour machen damit. Und ist kompakt, aber trotzdem ist das natürlich mit dem Nugget als Zugfahrzeug jetzt echt lang. Ich meine, er wäre jetzt irgendwie 9 Meter, fast 10 Meter lang. Aber immerhin 100 km/h Zulassung. Und jetzt werden wir mal sehen, wie der Wagen sich auf dem Weg ins Schwarzwald so fährt in der Länge. Wir haben ja, wie ihr wisst, einen Ford Nugget mit einem Handschalter. Die darf natürlich schon ordentlich was ziehen. Aber wir haben nur ein Nugget mit einem 130 PS Motor. Und das schränkt das Ganze schon so ein bisschen ein. Unser Ziel im Urlaub war der Schwarzwald. Das heißt, wir mussten von Lüneburg aus ja schon ein paar Kilometer fahren bis darunter. Und dazwischen liegen die Kasseler Berge. Und das war schon ziemlich herausfordernd, mit dem Wohnanhänger darauf zu fahren. Ich blende euch hier mal so ein bisschen was ein, was Trixie für Erlebnisse hatte auf der Fahrt. Bist aber nicht besonders schnell, ne? Ich glaube, mit dem Fahrrad wäre ich schneller. Ja, die Kasseler Berge sind halt eine Herausforderung für so einen kleinen Ford Nugget mit 130 PS. Ne? Ja, man ist es nicht gewohnt. Aber wir fahren hier im zweiten Gang mit 50 den Berg hoch. Aber wir kommen an die Lastwagen ran. Das immerhin, ja. Und da hinten wird angefeuert. Yay! Schatz, du darfst hier 120 fahren. Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Letztendlich hat es ganz gut funktioniert. Und wir sind froh, dass der Nugget zumindest auf der Hinfahrt auf jeden Fall ohne Probleme den Wohnanhänger gezogen hat. Und wir haben dann eine schöne Zwischenübernachtung gemacht in in Homberg-Ohm, so heißt es, in Hessen. Das war so ziemlich genau die Hälfte der Strecke von Lüneburg aus. Da haben wir dann mit unserem Wohnwagen auf einem Freibadparkplatz gestanden und übernachtet. Es gab eigentlich einen Wohnmobilstellplatz in dem Ort, wo man auch mit einem Wohnwagen stehen darf. Allerdings gab es an dem Wochenende in Homberg-Ohm eine Veranstaltung und deswegen war der Platz leider gesperrt. Das wussten wir natürlich nicht, als wir da angereist sind. Aber es hat ganz gut funktioniert auf dem Freibadparkplatz. Da war also nichts los, weil das Freibad natürlich zu hatte im Oktober. Von daher hat es eigentlich wunderbar geklappt. Dann sind wir runtergefahren in den Schwarzwald und zwar auf den Campingplatz Schwarzwälder Hof in Seelbach. Da waren wir vor ziemlich genau 10 Jahren schon mal mit unserem alten Nugget damals, relativ früh, einer unserer ersten Reisen, die wir gemacht haben. Und deswegen hatten wir gedacht, wäre es schön, da als Ausgangspunkt mal mit unserem Sohn und seiner Freundin hinzufahren und da halt ein paar Wanderungen zu machen, uns die Gegend anzugucken. Wir wollten in den Europapark fahren und das hat leider nicht geklappt, weil das Wetter doch sehr, sehr, sehr
miserabel war, um es nicht zu sagen, scheiße war, auf Deutsch gesagt. Es hat also sehr, sehr viel geregnet. Wir sind angekommen. Sehr schön. Wir stehen. Wir haben die Markise ausgefahren. Zusätzlich noch ein extra kleines Tarp in den Keder eingezogen. Und Trixie räumt den Rest wieder weg. Und das Schöne ist, da vorne ist gleich ein Bach. Ist das der Seelbach? Wahrscheinlich, ne? Wir hatten auf der Hinfahrt in Lüneburg schon Regen und es hat auch viel geregnet auf der Fahrt. Es wurde dann in Hessen ein bisschen besser. Wir hatten, als wir dann abends in Homberg oben ankamen, ja schon noch ein bisschen Sonne. Das war eigentlich total klasse. Und auch der erste Abend in Seelbach im Schwarzwald war auch noch ganz nett. Aber dann verließ uns das Glück leider und wir hatten wirklich sehr, sehr viel Regen. Das hat eigentlich fast ohne aufzuhören geregnet. Und man konnte leider wirklich nicht so wahnsinnig viel machen. Also wir haben, ich glaube, eine Wanderung mal gemacht, so ein bisschen um den Ort herum, so oberhalb über so einen kleinen Wanderweg. Trixie geht in einen dunklen Pfad. In den schwarzen Wald. In den schwarzen Wald, ja genau. Das war dann auch alles, was wir geschafft haben. Wir haben dann abends hier wunderbar im Wohnwagen gesessen und haben Karten gespielt, haben immer schön gegessen hier drin. Das war eigentlich wirklich toll. Und haben uns dann halt auch entschieden, nicht in den Europapark zu gehen, sondern wir sind dann kurz entschlossen in das Rulantica Wasserrutschenparadies direkt neben dem Europapark zu gehen. Das war auch ganz gut. Trixie ist dann allerdings auf dem Campingplatz geblieben und war dort in einem wirklich sehr, sehr tollen Spa-Bereich auf dem Campingplatz in der Sauna und hat da das Schwimmbad genossen. Das war für sie völlig ausreichend. Und Tobias, Anna und ich sind dann halt in diesem Rutschenparadies den ganzen Tag wie die Bekloppten gerutscht. Ich habe mir auch so ein paar Blessuren sogar geholt, weil ich dann doch so, wie es halt immer typisch ist, so als Mann übertreibt man ja immer ein bisschen. Man will der Schnellste sein, der Beste und dann nochmal diese Rutsche, nochmal jene Rutsche. Und ich habe mir so ein bisschen was am Knie aufgeschraubt, aber na, so ist es halt. Eigentlich hatten wir heute Karten buchen wollen für, ich wollte gerade sagen den Heidepark, nein, für den Europapark in Rust. Aber leider hat es das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt direkt neben dem Europapark in das Rulantica Wasserparadies, wie auch immer. Es ist ein bisschen günstiger, aber da werden wir wenigstens kontrolliert nass und nicht so extrem nass, wie zu befürchten wäre im Europapark, wenn wir irgendwo gerade auf der Achterbahn sind. Aber das sieht ganz nett aus hier. Ja, aber eigentlich will ich halt euch ein bisschen was über die Kombination von dem Wohnwagen und unserem Ford Nugget erzählen. Also der Weinsberg Caravan 390 QD, ich schaue mal gerade ein bisschen in den Fahrzeugschein, das ist ein kleiner Wohnwagen, ein Wohnanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1350 Kilo. Diese Kategorie kann auch noch mit dem Ford Nugget mit einem Automatikgetriebe gezogen werden, weil der darf ja, glaube ich, 1400, 1450 Kilogramm ziehen. Wir dürfen ja bei einem Nugget mit Handschalter deutlich mehr ziehen. Ich meine, es sind 2300, 2400 Kilogramm, die man ziehen darf. Also auf jeden Fall sollte unser Nugget den ohne Probleme ziehen können. Das tut er auch auf jeden Fall ohne Probleme, wenn es denn eine gerade Strecke ist oder wenn es bergab geht.
Ich habe ja eingangs schon erzählt, unser Nugget hat nur einen 130 PS Motor. Dementsprechend ist auch das Drehmoment etwas niedriger. Wenn ihr ein Nugget mit der höheren Motorisierung habt, also 170 PS oder 185 PS vielleicht sogar, dann ist euer Nugget auf jeden Fall deutlich besser geeignet, dieses Wohnanhängergefährt hier auch die Kasseler Berge raufzuziehen. Das war schon ziemlich herausfordernd, weil die Kasseler Berge sind, ja, ich glaube, mit die steilsten Autobahnstücke in Deutschland. LKWs, die kruffen da die Berge rauf und runter und wir haben uns da mit dem Nugget natürlich auch durchgekämpft. Hast du die Berge gut gemeistert? Ich würde sagen, ja, bis auf einmal. Wieso, bist du doch gut hochgekommen? Ja, ich dachte nur, der will gar nicht mehr. Und der hubbelt so komisch. Ja, es ist halt so, ne? Du leidest mit Ernie? Ja, Oh, ist weil gut. er so arbeiten muss. Nein, nein, nein. Und das war auch auf den anderen Stücken schon ganz schön anstrengend und herausfordernd. Also der Nugget hat sich schon ziemlich gequält und es tat einem wirklich schon weh in den Ohren, wenn man dann nochmal einen Gang runterschalten musste und der Motor also wirklich aufgeheult hat und dann mit, was weiß ich, 3.500 Umdrehungen pro Minute da halt hinter so einem LKW hinterhergezuckelt ist. Für Flachlandausflüge, zum Beispiel hier nach Norddeutschland, an die Ostsee, an die Nordsee, wird das durchaus kein Problem sein. Aber wenn man damit wirklich in die Berge fahren will, vielleicht sogar auch in die Alpen, dann solltet ihr euch das wirklich überlegen, ja, so einen Wohnanhänger hinten an einen Nugget mit 130 PS dran zu hängen. Zumal der Nugget selber hier als Nugget Plus ja auch schon eine ganze Menge Gewicht mit sich herumschleppt. Wir hatten den Anhänger natürlich nicht voll beladen, ganz klar. Der hatte keine 1350 Kilo. Es waren halt nur, wir hatten ein paar Stühle noch mit eingepackt, wir hatten ein paar Lebensmittel im Kühlschrank drin und natürlich dann von unserem Sohn und seiner Freundin ein paar Klamotten, aber auch nicht viel. Also von daher war das nicht das Problem. Das ist einfach der Nugget gewesen, der es dann halt ja allein von der Motorleistung her nicht geschafft hat. So, endlich mal kein Regen. Und wir sind schon wieder woanders auf dem Rückweg nach Lüneburg. Jetzt in, na, wo? Ein Ort mit Wasser, Flusskreuzfahrtschiff, China-Restaurant im Wasser. Ja, da hinten geht die Sonne unter, sieht sehr schön aus und das ist, ganz genau, Würzburg. Wir haben uns kurz dafür entschlossen, nach Würzburg zu fahren, weil hier zumindest für heute kein Regen mehr angesagt ist und haben jetzt hier auf einem Campingplatz eingecheckt, mussten mit dem Taxi in die Stadt fahren und jetzt müssen wir ganz dringend was essen, nicht wahr? Wir haben Hunger. Auf der Rückfahrt gab es dann ein anderes kleines Problem. Und als wir dann in Würzburg von der Autobahn Richtung Innenstadt fuhren, leuchtete nämlich auf einmal die Motorkontrollleuchte auf und auch die Meldung des AdBlue-Systems poppte im Cockpit auf vorne, dass man nur noch 800 Kilometer Restreichweite hat, weil der AdBlue-Tank leer sein sollte. Das kann aber eigentlich fast nicht sein, weil wir hatten auf der Hinfahrt, kurz bevor wir auf dem Campingplatz in Seelbach angekommen sind, nochmal 10 Liter AdBlue nachgekippt, weil er da nämlich auch schon gesagt hat, du musst in 2000 irgendwas Kilometer den AdBlue-Tank auffüllen. Es kann natürlich sein, dass er durch die Anstrengung, die der Motor letztendlich leisten muss und auch den Kraftstoffverbrauch, der dann natürlich deutlich höher ist, einfach auch mehr AdBlue verbraucht hat und dass der Tank halt wirklich vielleicht sogar leer ist. Wir haben dann an einer Tankstelle in Würzburg nochmal für sehr, sehr, sehr viel Geld einen 5-Liter-Kanister AdBlue gekauft, haben den nachgefüllt und leider ist die Meldung halt nicht weggegangen. Und wir hatten dann so ein bisschen Panik, dass wir dann am nächsten Tag noch ohne Probleme nach Hause kommen. Denn von Würzburg nach Lüneburg sind jetzt zwar keine 800 Kilometer, aber es waren doch schon ein paar Kilometer. Und wir haben uns dann entschieden, von Würzburg aus die A71 zu fahren. Praktisch über Schweinfurt bis über Thüringen hinweg. Zwar über den Rennsteig, der auch relativ hoch ist, und den Harz wieder zurück auf die A7 hinter Göttingen zu fahren. Und dann dort letztendlich das letzte Stück auf einem relativ seichten Gefälle sozusagen Richtung Lüneburg zu fahren. Und das war auch, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, weil erstmal war auf der Autobahn sehr wenig los und die paar Hügel, die wir da hatten auf der A71, gerade zum Rennsteig hoch, das hat der Nugget dann ganz gut geschafft. Wir haben dann zwischendurch noch einmal getankt und witzigerweise nach dem Tanken, also wir haben Benzin getankt, kein AdBlue, muss ich dazu sagen, war dann auch diese AdBlue-Meldung auf einmal weg. Das heißt, das kleine AdBlue-Symbol im Display vorne im Cockpit ist ausgegangen.
Die Motorkontrollleuchte hat zwar weiterhin geleuchtet, aber die AdBlue-Meldung war nicht mehr da. Und es kam auch zwischendurch keine Meldung mehr auf dem Display. Achtung, kein Motorstart mehr in 500, 600 Kilometer. Die Meldung ist dann einfach nicht mehr erschienen. Und wir sind dann wohlbehalten in Lüneburg angekommen. Und ja, jetzt werden wir morgen erstmal den Wohnwagen wieder zurückbringen zum Vermieter. Und wenn die Motorkontrollleuchte dann immer noch leuchten sollte morgen, werden wir einmal zum Ford-Händler fahren und mal den Fehlerspeicher auszulesen. Und mal gucken, ob wir den Wagen da lassen müssen zum Checken. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich hoffe mal, es ist nichts Größeres an dem Fahrzeug. Ich zeige euch nochmal so ein paar kleine Eindrücke hier von dem Wohnwagen. Die blende ich euch hier jetzt so ein. Und dann habt ihr mal so ein bisschen ja, einen Blick dafür, falls ihr überhaupt noch nicht Wohnwagen gefahren seid, genauso wie wir vorher, wie sich das in so einem kleinen Wagen verhält. Denn es war wirklich gemütlich, muss ich ehrlich sagen. Obwohl der Wagen so klein ist, er ist ein reiner Zweischläfer, hat er halt ein vernünftiges Bett von der Größe her. Das ist 1,40 Meter breit und knapp 2 Meter lang. Es verjüngt sich am Fußende so ein kleines bisschen, aber für Tobi und seine Freundin hat das ohne Probleme geklappt, ganz gut. Es gibt ordentlich Stauraum. Es hat wirklich hier ein paar Schränke im oberen Bereich. Ich zähle gerade mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Schränke im oberen Bereich und dann noch einen großen Schrank, wo man auch wirklich richtig Jacken reinhängen kann. Also nicht wie im Nugget hinten so eine kleine Ecke, sondern hier kann man richtig Jacken unterbringen. Es hat einen großen Kühlschrank. Wir haben einen 3-Flammen-Gaskochherd. Allerdings ohne Piezo-Zündung, finde ich irgendwie eigenartig. Man muss ja ein Streichholz benutzen oder ein Feuerzeug. Dann 2 große Schubladen, wo man halt Besteck und Töpfe und Teller unterbringen kann. Und ein ja, sehr kompaktes Badezimmer. So, ich mache jetzt nochmal einen Selbsttest. Ich gehe jetzt nochmal hier in dieses kleine Toilettenhäuschen rein. Das ist wirklich sehr klein. Also ich kann hier gerade stehen. Also ich habe eine ganz gute Kopffreiheit noch. Also hier ist dadurch, dass hier oben hier noch ein Fenster ist, doch recht viel Platz nach oben. Allerdings stehe ich jetzt hier direkt in der Duschtasse und also bewegen kann ich mich ja nicht. Also geschweige denn duschen. Hier würde ich auch nicht duschen wollen. Man kann hier zwar einen Duschvorhang ja, drumherum machen um die ganze Kabine. Aber letztendlich, wenn ich hier dusche, wird hier alles nass und ich kann mich hier vor allen Dingen gar nicht bewegen, um mich irgendwie einzuseifen, geschweige denn mal die Knie, die Beine zu heben, ohne dass ich mich hier irgendwo anstoße. Also das ist wirklich ein Raum, den man nutzen kann, um auf die Toilette zu gehen oder halt gegebenenfalls, um mal ein paar Klamotten zu trocknen oder Schuhe reinzustellen, die dreckig sind. Das funktioniert ganz gut, aber zum Duschen, nee, das wäre mir definitiv zu eng. Toilette ist okay. Ich würde hier natürlich eher eine Trockentrenntoilette einbauen. Aber die Sitzbank, die hat uns ganz gut gefallen. Denn wir haben aufgrund des schlechten Wetters ja oft hier im Wohnwagen gesessen, haben hier gefrühstückt, haben hier Mittag oder Abend gegessen und haben vor allen Dingen abends auch ja, ein paar Spiele gemacht. Und man kann hier wirklich mit 4 Personen ganz okay sitzen. Jetzt bin ich ja nicht unbedingt der Kleinste und Schmalste. Also für mich war das hier in Ordnung. Die Sitzbank hier am Fenster an der rückwärtigen Seite des Wohnwagens ist ein bisschen breiter als die Richtung Küche. Da haben dann Tobi und Annie gesessen. Das hat ganz gut geklappt. Es ist sehr hell in dem Fahrzeug, weil es hier sehr, sehr viele Fenster gibt. Wir haben hier direkt oberhalb der Sitzgruppe ein schönes großes Dachfenster. Wir haben dann hier an der Seite und hinter mir ein großes Fenster, wo viel Licht reinkommt. Dann gibt es noch Fenster natürlich vorne im Bug, wo das Bett ist und auch in der Küche. Und das war eigentlich total schön. Das Licht gefällt mir sehr gut im Fahrzeug. Er ist sehr schön ausgeleuchtet, der Wohnwagen. Es gibt hier über dem Tisch gibt es 2 kleine Spots, die man einschalten kann und dann dazu noch eine größere Lampe oben an der Decke. Man hat an der Küche hat man noch eine ordentliche Beleuchtung. Natürlich auch hinten im Bettbereich gibt es viel Licht und in der Toilette im Bad gibt es natürlich auch nochmal eine gute Beleuchtung. Hier ist eine Truma Gasheizung verbaut und diese Heizung ist ja vorne direkt gegenüber der Küchenzeile fest montiert. Das ist eine schöne, angenehme, große Heizung. Man kann sie auf verschiedene Stufen einstellen, aber das Tolle ist einfach, sie gibt eine ganz tolle Wärme ab, gleichmäßig. Wir haben hier unten an der Sitzgruppe auch noch 2 zusätzliche Auslässe für die Heizung. Es gibt natürlich auch im Badezimmer noch einen Heizungsauslass und die Heizung hat wirklich eine ganz, ganz tolle Wärme abgegeben. Deutlich ja, homogener und auch gleichmäßiger als im Nugget. Im Nugget haben wir ja leider nur 2 Ausströmer und es gibt hier vorne auch noch die großen Ausströmer oder die Lamellen sozusagen eine ganz normale Truma Wohnwagenheizung. Und das hat uns echt gut gefallen und das finde ich klasse. Also das ist wirklich was ich mir eigentlich auch in einem Nugget wünschen würde. Nicht unbedingt eine
eine Gasheizung, sondern vielleicht ein paar mehr Ausströmer. Der Wohnwagen ist, wie gesagt, hat ein Gesamtgewicht von 1350 Kilo, ist auch nicht gerade kurz, also im Verhältnis jetzt zu einem Nugget natürlich ein bisschen länger. Der Nugget Plus ist 5,34 Meter lang. Der Wohnwagen hier, Caravan 390 QD, hat eine Länge mit der Deichsel komplett über alles von 5,93 Meter, glaube ich, war es. Das heißt also, das Zugfahrzeug, Nugget und Wohnwagen waren dann etwas über 11 Meter von der Länge her. Und das ist schon ganz ordentlich. Aber trotzdem muss man gerade beim Kurvenfahren ja doch schon ein bisschen aufpassen, dass man hinten was dranhängen hat, was durchaus ein bisschen mehr Platz braucht als so ein kleiner Transportanhänger für ein bisschen Musikequipment. Aber trotzdem hat es gut funktioniert, es hat auch Spaß gemacht letztendlich. Allerdings kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz großen Nachteil, der uns als Wohnmobilfahrer aufgefallen ist. Wir sind es ja gewohnt, mit unserem Nugget oder mit einem anderen Wohnmobil jederzeit eigentlich fast überall hinfahren zu können, um dort zu übernachten. Das heißt, es gibt Wohnmobilstellplätze, man kann auch mal frei stehen, man kann auch mal auf einem normalen Parkplatz stehen, ohne dass man da jetzt seine Stühle und seinen Grill vor die Tür stellt. Das stört keinen. Allerdings sieht das ganz anders aus, wenn man einen Wohnwagen zieht. Die meisten Wohnmobilstellplätze sind für Wohnwagengespanne nicht zugelassen, teilweise sogar auch explizit verboten. Und man muss eigentlich fast immer einen Campingplatz ansteuern, wenn man irgendwo wirklich vernünftig übernachten will. Und das wäre was uns ja doch sehr stören würde, uns in unserer Freiheit sehr einschränken würde. Also ich möchte, dass die ganzen Caravan-Fahrer, die unseren Kanal vielleicht hin und wieder mal schauen, natürlich nicht irgendwie, den will ich nicht zu nahe treten. Aber trotzdem, es ist doch für mich als Wohnmobilfahrer schon eine große Einschränkung gewesen, jetzt einfach nicht irgendwo sich hinstellen zu können und zu sagen, ich bleibe jetzt hier stehen und übernachte jetzt hier. Das hatten wir, als wir in Würzburg waren, war es schwierig. Es gab ein paar Wohnmobilstellplätze in Würzburg, die wir allerdings dann auch nicht mit dem Wohnwagen anfahren durften. Und wir mussten dann auf einen Campingplatz ausweichen, der so 3-4 Kilometer, vielleicht waren es sogar 5 Kilometer vom Stadtzentrum in Würzburg entfernt war. Das wäre was uns in unserer Freiheit doch sehr einschränkt. Und wir haben für uns gesagt, dass das Ding mit dem Wohnwagen mal eine schöne Sache war, es mal auszuprobieren. Aber das wäre für uns keine Art und Weise, um regelmäßiger in Urlaub zu fahren. Ich meine, man muss ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass wir irgendwann vielleicht mal Enkelkinder haben und mit denen auch mal gemeinsam in Urlaub fahren wollen oder vielleicht auch mal mit den Familien dann in Zukunft in Urlaub fahren wollen. Dann müsste man das wirklich so machen, dass wenn man noch mal einen Wohnwagen mitnimmt oder einen Wohnwagen zieht, dass man dann wirklich fest auf einem Campingplatz steht und dann halt eine Woche oder 2 Urlaub macht. Das ist, glaube ich, eher dann was, als durch die Gegend zu tingeln und heute hier, morgen dort. Das wird wahrscheinlich mit dem Wohnwagen halt doch echt schwierig. Vielleicht könnt ihr ja mal in den Kommentaren eure Erfahrungen dazu niederschreiben. Also wenn ihr selber Wohnwagenfahrer seid, wie handhabt ihr das? Fahrt ihr immer auf den Campingplatz oder sucht ihr explizit nach Wohnmobilstellplätzen, wo man auch mit einem Wohnwagen stehen darf? Denn die gibt es tatsächlich auch. Die sind nicht so wahnsinnig häufig. Aber im Großen und Ganzen kann man ja in den einschlägigen Apps, die man im Internet findet, durchaus auch mal filtern nach Wohnmobilstellplätzen, die auch Wohnwagen zulassen. Ja, das würde uns mal wirklich interessieren, wie ihr das seht. Ich weiß, in der Facebook-Gruppe sieht man das immer wieder mal, dass jemand einen Wohnwagen zieht. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr das regelmäßig macht, ob ihr vielleicht sogar wirklich einen eigenen Wohnanhänger habt, den ihr immer hinten dran hängt oder nur dann, wenn ihr mit dem größeren Familienteil unterwegs seid. Das würde uns wirklich interessieren. Ja, also für uns, muss ich sagen, war es eine schöne Erfahrung mit ein paar Einschränkungen. Das Wetter war kacke, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da kann man nichts dran ändern. Irgendeiner hat in einem Facebook-Post geschrieben gestern, dass der Schwarzwald eigentlich inzwischen für ihn ein No-Go ist, weil eigentlich immer schlechtes Wetter ist, wenn er da ist. Das kann ich wahrscheinlich so nicht bestätigen. Ich habe von ganz, ganz vielen Leuten schon immer wieder gehört, der Schwarzwald ist einfach eine traumhafte Ecke. Und es ist halt auch nur mal so, dass es in Süddeutschland, gerade in der Ecke Freiburg herum, eigentlich auch die meisten Sonnenstunden, glaube ich, gibt in Deutschland. Und das ist halt einfach eine wunderschöne Ecke. In Freiburg waren wir übrigens auch. Sehr, sehr schöne Stadt. Und also wir werden auf jeden Fall nochmal in den Schwarzwald fahren. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, weil es kann ja nicht nur regnen da. Also es ist, und Seelbach, beziehungsweise der Campingplatz Schwarzwälder Hof in Seelbach, den kann man wirklich empfehlen. Der ist nicht günstig,
hat aber eine tolle Ausstattung, hat einen tollen Saunabereich. Wenn man also darauf steht, gerne in die Sauna geht, kann man das wirklich sehr, sehr empfehlen. Und es gibt natürlich ja im Ort selber oder vom Ort ausgehend eine ganze Menge tolle Wanderwege. Und man ist da natürlich auch nach ein paar Kilometern wirklich im tiefsten Nord- oder Mittelschwarzwald und kann da wirklich also kilometerweit laufen. Und das werden wir irgendwann auf jeden Fall nochmal machen. Allerdings dann ohne Wohnwagen, sondern nur mit dem Nugget. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen, falls ihr selber mal vor der Entscheidung steht, mit dem Wohnwagen und mit dem Nugget zusammen in Urlaub zu fahren. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, drückt mal auf den Abonnieren-Button und auch auf die Glocke, denn dann werdet ihr immer informiert, wenn es von uns ein neues Video gibt. Ja, und jetzt genug gelabert. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.